Ich bin in den letzten Stunden viel mit Bildern am Arbeiten, mit Öffnen und Anschauen und Vergleichen und Anpassen und. Und es hat mich genervt, weil schau jetzt mal dieses verdammte Problem hier an. Wenn ich ein paar öffne, dann fühlt es so aus und dann öffne ich noch ein weiteres und dann kommt noch mehr dazu und öffne ich noch eins und dann wird alles immer wie kleiner und nebeneinander. Alles sind einzelne Fenster und dann, klar kann ich die nehmen und da hier mit dem Tiling Windows Manager, den ich habe, so übereinander zu packen, aber ist ja ultra mühsam, wenn ich irgendwie mehrere offen behalten will und vergleichen und das hat mich genervt. Also deshalb war halt meine logische Folge, ich baue mir meine eigene App, Pictura. Und zwar können wir jetzt hier, Moment, ich muss kurz da die Shift-Taste auch klicken, damit, schaut mal, das sind jetzt einige Bilder, die ich jetzt hier öffnen kann. Und dann sind die hier offen. Lass mich da die Cam abstellen, weil ich die Tasten benötige. Und dann kann ich hier durchscrollen. Und jetzt hat es mich rausgeschmissen, zurück hier hin. Sind die hier drin? Ich kann natürlich so machen oder nur einzeln. Also ich kann auswählen, wie viel das ich will. Ich kann dann auch die hier kleiner machen. Ich kann die größer machen. Ich kann hinzoomen, so wie ich will. Plus natürlich, was dann sehr praktisch ist, ist, dass ich hier durchgehen kann und sagen, das nicht und das nicht und das nicht und das nicht und das ist nichts und das ist auch nichts, das nichts, das nichts. Das ist auch nicht, das nichts. Gut, dann habe ich die drin, aber das ist auch nichts. Das möchte ich gerne hier oben, das möchte ich hier oben, das möchte ich dort, das möchte ich dort haben und so. Und dann kann ich selbst die Reihenfolge anpassen, wie ich es genau will. Das ist auch nichts. Und habe dann auch wiederum die Möglichkeit, das Ganze auch im Vollscreen zu öffnen und da das Ganze auf mich wirken zu lassen, wie ich will, um halt einfach praktischer damit arbeiten zu können und so viele offen zu haben, wie ich will. Und das schon anpassen und ja, auch einfach von der Animation her. Ich lieb's ja, wie smooth das ist, das hier hin und her verschieben. Es enjoy ich so sehr, das zuzuschauen und wie viel das mir das gibt, alleine hier herumzuklicken, ein bisschen zu schließen und dann herumzuscrollen und so weiter. Ja, es ist einfach ein Träumchen. Und klar, natürlich ist doch das die logische Folge von mich nervt es und ich baue mir meine eigene App, weil es mittlerweile so einfach ist. Weil die Idee ist vor 2 Stunden, maximal 2,5 Stunden entstanden und dann habe ich einfach nebenbei angefangen, die zu programmieren, die aufgesetzt, ein paar Bugs gefixt und nun habe ich die nächste App, die da steht, die ich nun aktiv benutzen kann und wahrscheinlich jetzt fast jeden Tag im Einsatz sein wird. Und endlich dieser ganze Pain, weil schau dir das nochmals an. Das hier zum Vergleich. Ich kann es nicht einmal kleiner machen, ich kann es nur größer machen, ich kann es nicht verschieben oder so. Und dann schließen muss ich hier oben hin und dann hier oben wiederum hin. Und es ist einfach so viel unnötige Reibung, die ich nicht abhaben kann, die mich einfach nervt, das macht mich wütend, solche Dinge. Und das ist genau das, was ich im Moment so viel mache, also fast von morgen bis am Abend, dass ich einfach, wo ich Reibung spüre, das fixe. Genau dasselbe. Meine, zum Beispiel kennst du ja das vielleicht auch, so eine Sprech-App für zum Reinsprechen. Also, dass wenn ich jetzt hier eine Tastenkombination hätte, kommt hier unten so bla 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 bla, zeichnest das auf, das, was ich da hier sage, und dann kann ich das wiederum stoppen und das würde das automatisch eingefügt werden. Und weil die andere App, die ich gehabt habe, ausgelaufen ist und ich es nicht eingesehen habe, dafür $12 im Monat zu bezahlen, für das ich AP-Kosten Kosten von einem Franken, einem Dollar im Monat habe, wenn es hochkommt, weil es kostet halt einfach quasi nichts, war ich einfach so, nein, auf gar keinen Fall. Vor allem für eine App, die trotzdem Bugs drin hatte, die Funktion hatten, die mir gefällt hat und also war natürlich auch da die logische Schlussfolgerung letzten Freitag. Ich baue mir hier die neue App, damit ich da hier volle Kontrolle darüber habe. Und dann habe ich mir da draus Wisescribe erstellt. Diese App da hier mit ein paar Hotkeys und Dictionary und eine History und ein Dashboard.
wo ich auch genau nachvollziehen kann, wann ich wie, wo viel gesagt habe, mein Wörterspeed und dann auch eine Erkennung von Spotify, dass wenn Musik läuft, dass die automatisch pausiert wird und dann wieder weiter abgespielt wird. Halt einfach genau so, wie ich es brauche, plus dieses Traumfeature von der Erkennung, dass wenn ich in eine App hineinklicke und dann die Tastenkombination hätte, dann speichert das, in welcher App das war, weil dann kann ich irgendetwas machen und der Text landet in dieser App, weil es speichert, wo das ich am Anfang drin war. Und das hatte ich noch in keiner anderen App, dass das so funktioniert. Und zusätzlich, falls das irgendwie mal schiefgehen sollte, bisher war das nie der Fall, habe ich noch einen Fallback-Shortcut, wo das dann automatisch auch noch gleich wieder eingefügt werden kann. Und ja, es ist ein Träumchen, weil das so gut funktioniert. Und jetzt hier meine eigene App zu haben und wenn ich eine Idee habe, so wie das gestern oder vorgestern war das, baue ich halt einfach noch das Dashboard zum Beispiel ein, weil ich so war so, wäre eigentlich noch interessant zu wissen, wie viele Wörter, dass ich da so sage und spreche und so weiter. Also baue ich das Ganze mal kurz ein. Und das macht mir auch einfach so viel Spaß. Und dann jetzt ja, wie es funktioniert hat, auch mich dort drin zu verlieren von den kleinen Animationen, von wie das aufbaut, von den Sounds und so weiter, das einfach alles anzupassen. Und jetzt vorhin, du hast es gesehen, bei Pictura, bei der anderen App mit den Bildern hat diese Animation. Oder auch wenn du auf meine Webseite gehst, überall diese Animation ist einfach das, was ich liebe und mir so viel gibt, weil einfach, ja, ich bin so sensibel und das beruhigt richtig mein Nervensystem und das ist einfach so befriedigend, wenn Dinge so smooth funktionieren und so durchdacht sind und die Animationen und alles haben. Und deshalb, ja, ist es für mich halt unglaublich wichtig, das selbst zu machen und ich baue die ganze Zeit neue Apps. Alles, was mich nervt, baue ich einfach eine neue App da draus, um meinen eigenen Standard zu haben, wie es mir gefällt. Und klar kann man da auch sagen, oh ja, was man nämlich oft auch sieht aktuell bei AI ist, wie viele das irgendwelche Programme bauen, in der Hoffnung, dass sie dann andere Menschen nutzen, aber dann funktioniert es nicht wirklich oder dann verlieren sie sich komplett dort drin, in dem Ganzen zu überoptimieren. Und das ist auch etwas, wo ich fast nicht mache. Oder nicht fast nicht, sondern ich mache es nicht, weil ich handle immer aus einem Problem, aus einem Pain heraus. Irgendetwas nervt mich, so wie am Anfang, dass das so viele Bilder öffnet, das nervt mich, das mag ich nicht haben, das nervt mich einfach nur ab, jeden einzelnen Tag. Also baue ich es mir selbst, weil mir das dann so viel Zeit und Energie wiederum einspart, dass sich das x-fach lohnt und ich brauche nicht ultra viele Nutzer. Also weil ich bin Nutzer Nummer 1, ich habe es für mich gemacht und wenn ich es aktiv regelmäßig nutze, dann ist es schon mehr als genug. Und falls du doch auch Interesse an dieser App hast, schreib's doch gerne unten in die Kommentare, dann kann ich die auch veröffentlichen, dann könnt ihr die auch benutzen. Wird vielleicht früher oder später sowieso dazu kommen, aber auch einfach mal so zum Sehen, gibt's andere, die überhaupt auch daran Interesse haben? Das würde mich echt wundern.